Wir sind Tosca und Simona Doktorandinnen an der Uni Zürich und sind überzeugt, Wissenschaft soll für alle offen und nachvollziehbar sein. Gerade beim Thema Tierversuche, weil dabei das Wohl von leidensfähigen Wesen verletzt wird. Zu diesem Thema haben wir in einer Umfrage über 400 Fragen von Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz gesammelt und beantworten sie in dieser Videoreihe. Nein, also in der Schweiz ist ganz klar gesetzlich geregelt, für was für Zweck dass man Tierversuche durchführen darf. Das ist zum einen, wenn es zur Förderung von der menschlichen Gesundheit ist, aber es kann auch zur Förderung von der tierlichen Gesundheit sein oder auch zur Förderung von der Gesundheit von der natürlichen Umwelt oder zur Verbesserung von Forschungspraktiken, zum Beispiel also zur Verbesserung von den 3 Jahren. Alors, les derniers chiffres en Suisse montrent que dans plus de 8 cas sur 10, les expérimentations qui vont impliquer des animaux vont se faire pour des intérêts humains. Donc ça ne veut pas dire que dans 100% des cas, ça va être le cas. On va avoir certains cas où, par exemple, on va faire des essais cliniques vétérinaires, où on va faire des expériences pour essayer de comprendre le comportement des animaux, ou des expériences pour améliorer la zootechnie, donc tout ce qui va permettre, par exemple, aux animaux de production d'améliorer leur production. Donc ça va être des expériences qui vont se faire dans l'intérêt de l'animal, en tout cas pour un intérêt direct de l'animal. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on va essayer du coup de modéliser le fonctionnement biologique de l'humain et essayer de comprendre, essayer de répondre à des questions fondamentales qui se passent chez l'humain en passant par l'animal. Donc dans la majorité des cas, finalement, l'expérimentation animale va être dans le bénéfice de l'humain. Alors les expériences ne servent pas forcément toujours le bien-être des humains. Selon la loi suisse, les expériences avec les animaux doivent servir un intérêt légitime. Par exemple, la protection de la vie humaine, mais aussi la protection de la vie animale, la santé animale, l'environnement aussi, protection de l'environnement. Récemment, on a aussi autorisé l'utilisation des animaux pour développer des nouvelles méthodes de recherche qui ne nécessitent pas des animaux. Mais la majorité des expériences servent tout de même un intérêt humain. Ja, das ist eine ethische Frage, die man nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern es kommt sehr stark darauf an, was man für eine Grundeinstellung hat zum Umgang mit Tieren. Also wenn man der Ansicht ist, der Mensch ist viel wichtiger als Tier, dann kann man die Frage eindeutig mit Ja beantworten, dann sind Tierversuche unproblematisch. Wenn man aber der Ansicht ist, die Interessen von Mensch und Tier zählen gleich, dann würde man sagen, es ist erst dann gerechtfertigt, wenn wirklich der Nutzen für den Menschen viel, viel grösser ist als das Leiden vom Tier. Und meistens in der Praxis entscheidet man irgendwo an einer Position zwischen diesen 2 Extremen. Ob Tierversuche ethisch wirklich rechtfertigbar sind, ist sehr eine schwierige Frage. Viele argumentieren damit, dass die menschliche Gesundheit sehr ein hohes Gut ist, was man schützen und fördern muss. Und sehen dann im Tierversuch ein notwendiges Mittel, um das aber wirklich zu machen. Auf der anderen Seite ist es so, dass in der Schweiz aber auch die Würde des Tieres und das Wohlergehen des Tieres gesetzlich geschützt ist. Das heißt, wir haben eine Konfliktsituation, wo man im Einzelfall mit einer sogenannten Güterabwägung abwägen muss, ob der erwartete Nutzen für den Menschen die Belastung am Tier rechtfertigen. Ce que nous avons en Suisse pour justifier l'expérimentation animale, c'est un processus de pesée des intérêts dans lequel les maux aux animaux et les bénéfices aux humains sont mis en balance. Et dans ce sens-là, la considération des animaux et des humains n'est pas exactement égale. Les humains ont une protection, disons, absolue de leur dignité, alors que les animaux ont une protection plutôt relative. Ja, da darf es meiner Meinung nach keine Grenzen geben. So ein wissenschaftlicher Fortschritt muss immer auch mit ethischer Verantwortung gekoppelt sein. Weil wenn wir von Fortschritt reden, haben wir ja ein Ziel im Blick. Es ist ein Schritt zu diesem Ziel. Und da ist es wichtig, dass wir sowohl als Gesellschaft wie aber auch als individuelle Forschende die Ziele reflektieren und uns auch immer wieder fragen, sind die Ziele gerechtfertigt und rechtfertigen sie die Experimente, die wir verwenden, um zu diesem Ziel zu kommen. Réconcilier, ça implique pas forcément de trouver un juste milieu entre et la science et l'éthique d'autre part. Il faut bien comprendre, essayer en tout cas de remettre à sa place les 2 aspects. Et donc, on a la science d'une part dont l'objectif
et pas nécessairement de faire du bien ou de faire le mal. On dit qu'elle est plutôt amorale d'un point de vue éthique, c'est-à-dire qu'elle va chercher à plutôt essayer de décrire le monde, de comprendre le fonctionnement biologique des organismes, par exemple. Et l'éthique et la réglementation aussi, dans une certaine mesure, vont venir se surajouter, dans une certaine mesure, finalement, à la pratique scientifique pour essayer de créer une limite entre ce qui est moralement acceptable à faire en science et ce qui est moralement inacceptable. Ja, das kommt darauf an, was für moralische Bedenken man hat, also was man für eine moralische Position hat. Wenn das eine moralische Position ist, die sagt, ein Tier hat eine absolute Würde, die nicht antastbar ist, dann kann man das nicht vereinbaren. Aber das Schweizerische Gesetz basiert auf einer anderen ethischen Position, die sagt, ja, die Interessen von Tieren sind wichtig, die müssen wir berücksichtigen, aber sie sind nicht so wichtig wie die Interessen des Menschen. Und wenn man so eine Position vertritt, wie hinter dem Gesetz steht, dann geht es um ein Abwägen. Man muss immer rechtfertigen, warum man diese Experimente macht. Man muss zeigen, es gibt einen Nutzen. Man muss auch zeigen, dass es keinen anderen Weg gibt, den Nutzen zu erreichen. Und dann würde man aber sagen, doch, unter diesen Bedingungen ist es eben dann doch gerechtfertigt. Ogni ricercatore adotta approcci differenti per decidere se eseguire un esperimento oppure no. Deve valutare quali sono i potenziali benefici per la società rispetto ai danni per gli animali. L'argomentazione dei pro e i contro deve poi essere presentata di fronte a un comitato etico che valuta se l'esperimento è giustificato oppure no. Quindi la responsabilità non è solo del ricercatore, ma sono più persone che valutano se un esperimento è giustificato. Personalmente posso giustificare gli esperimenti che eseguo con gli animali perché il mio obiettivo futuro è di capire come malattie come il cancro si sviluppano e potenzialmente trovare nuovi trattamenti. Tuttavia, prima di eseguire ogni esperimento con gli animali, mi prendo il tempo di valutare quali sono i benefici per la società rispetto ai danni per gli animali, seguendo i miei valori etici, le mie convinzioni, ma anche la mia esperienza e le mie conoscenze scientifiche. Diese Folge zeigt, für welche Zwecke Tierversuche in der Schweiz erlaubt sind. Dabei wird der Nutzen für Menschen, Tiere oder die Umwelt gegen das mögliche Leiden der Versuchstiere abgewogen. Gesetzgeber, Ämter, Tierversuchskommissionen, Forschende und die Gesellschaft tragen gemeinsam Verantwortung dafür, wie solche Entscheidungen getroffen werden.